Letztes WM-Testspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen die USA. Lässt Julian Nagelsmann seine deutsche WM-Startelf gegen die USA spielen? Oder gibt es da noch ein paar Experimente auf einzelnen Positionen? Ja, hallo liebe Deutschland-WM-Fans und Fußballfans. Schön euch wieder auf Werners Fußballecke zu meiner neuen Deutschland-WM-Prognose begrüßen zu dürfen. Nächste Woche Sonntag steigt das erste WM-Gruppenspiel für Deutschland gegen Curaçao. Heißt auch, letzte Möglichkeit für DFB-Nationaltrainer Julian Nagelsmann eventuell noch etwas auszuprobieren, was seine Deutschland-WM-Aufstellung angeht. Und welche Position er vielleicht noch testen könnte, schauen wir uns heute in dieser Deutschland-Prognose genauer an. Bevor wir gleich zur möglichen Deutschland-Startelf gegen die USA kommen, würde ich mich über einen Daumen hoch fürs Video bedanken. Abonniert Werners Fußballecke, aktiviert die Glocke und du verpasst keine Deutschland-WM-Prognose mehr. Starten wir nun rein in die mögliche Deutschland-Abwehr gegen die USA für dieses letzte WM-Testspiel. Also ja, liebe Deutschland-Fans, so könnte schon die deutsche Defensive inklusive Torwart gegen die USA erstmal aussehen. So wie man hören konnte, ist Manuel Neuer noch nicht zu 100% fit für das Spiel gegen die USA und soll soweit geschont werden für das erste WM-Gruppenspiel gegen Curaçao. Aber hey, mit Oliver Baumann haben wir so oder so eine echte starke Nummer 1 im deutschen WM-Tor. Ob jetzt gegen die USA oder vielleicht doch auch während der Weltmeisterschaft. Dazu sind natürlich auch Joshua Kimmich wie auch Nico Schlotterbeck auf jeden Fall für die deutsche WM-Startelf gesetzt. Bei David Raum muss man dagegen noch abwarten, ob er von Anfang an beim WM-Turnier für Deutschland spielen wird. Der Nathaniel Brown, aktuell ja noch bei Eintracht Frankfurt, der wohl aber kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern München steht, hat gerade im letzten WM-Testspiel gegen Finnland als Linksverteidiger ein echt sehr gutes Spiel gezeigt, gerade in der Offensive. Allerdings kommt Brown, was die WM-Qualifikation angeht, gerade mal auf 27 Minuten Spielzeit. Während David Raum immerhin 5 von 6 WM-Qualifikationsspielen in der deutschen Startelf stand. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Julian Nagelsmann zum Start gegen die USA auf Raum setzen wird, um ihn nochmal vorm Start auszusehen und in Hälfte 2 dann Brown gegen Raum einwechseln wird. Damit Nagelsmann kurz vor dem WM-Start nochmal sehen kann, wem er gegen Curaçao in die Deutschland-Aufstellung nehmen wird. Klar, Schlotterbeck und Tah sind auf jeden Fall gesetzt bei dieser WM. Dennoch ist es wichtig und das eigentlich auf jeder Position, dass man sich richtig einspielen kann, was die komplette Mannschaft bzw. auch Taktik angeht. Daher sollten Schlotterbeck wie auch Tah gegen die USA erstmal in der Startelf stehen. Dann aber bzw. in Hälfte 2 sollte Nagelsmann aber auch ein Antonio Rüdiger seine Spielminuten gegen die USA geben. Denn gegen Finnland saß Rüdiger die komplette Spielzeit auf der Bank. Und ja, gerade jetzt vor dem WM-Turnier ist für jeden Spieler, der schon auch noch in der Startelf stehen könnte, jede Minute wichtig, um sich an die Spielweise zu gewöhnen. Also davon her sollte man Rüdiger auf jeden Fall in Halbzeit 2 einwechseln. Dazu darf man auch nicht vergessen, im aktuellen WM-Kader von Deutschland ist kein gelernter Rechtsverteidiger. Klar, mit Joshua Kimmich ist diese Position super besetzt. Aber was wäre, wenn? Richtig, und da kommt Waldemar Anton ins Spiel. Klar, Anton kannst du auch ohne Probleme in die Innenverteidigung setzen. Auf ihn ist immer zu 100% Verlass, wenn er spielt. Aber ja, Waldemar Anton könnte in der Not auch als Rechtsverteidiger spielen. Von allen Abwehrspielern im Deutschlandkader hat er mit die meisten Spiele als Rechtsverteidiger, was Vereinsspiele angeht. In der Saison 22/23, damals noch beim VfB Stuttgart, spielte Anton dort immerhin 12 Mal auf dieser Position. Daher würde ich Anton in der zweiten Halbzeit auf die Rechtsverteidigerposition einwechseln. Dass er dort zumindest für den Notfall schon mal ein paar Minuten mit dem Team gespielt hat. Aber wie gesagt, die Hauptposition von Anton ist natürlich die Innenverteidigerposition. Also ja, das wäre für mich jetzt die Deutschland-Defensive inklusive Oliver Baumann im Tor gegen die USA.
Und auch diese Abwehr hier könnte im ersten WM-Gruppenspiel gegen Curaçao in der deutschen Startelf stehen. So, dann kommen wir jetzt mal zum deutschen Mittelfeld. Und da würde ich ganz klar jetzt im letzten WM-Testspiel auf Pavlovic, wie aber auch natürlich auf Felix Mensah setzen. Beide haben ein echt starkes Spiel beim 4:0-Sieg gegen Finnland gezeigt. Da beide noch nicht so oft zusammengespielt haben, ist es jetzt umso wichtiger, dass beide gegen die USA in der Startelf von Julian Nagelsmann stehen. Jetzt zählt nur noch einspielen und nochmals einspielen. Denn ich gehe stark davon aus, dass Alexander Pavlovic und Felix Mensah gegen Curaçao in der deutschen WM-Startelf stehen werden. Und in der zweiten Halbzeit könnte ich mir dann gut vorstellen, dass Leon Goretzka dann zum Beispiel für Mensah eingewechselt wird. Ebenfalls, um weiter Spielpraxis zu sammeln, was die Taktik bzw. das Zusammenspielen angeht. Allerdings gehe ich davon aus, dass Nagelsmann mit Goretzka während der WM mehr von der Bank ausplant. Heißt, für neue frische Power in der Defensive wie aber auch offensiv, was Leon Goretzka natürlich sehr gut kann. Aber ein Mensah hat gezeigt, dass er ein Spiel lenken und ankurbeln kann, also schon Richtung Spielmacher geht. Das fehlt natürlich im deutschen Team, wenn Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger spielt. Dazu brauchst du auch noch einen Backup für Alexander Pavlovic, falls er mal ausgewechselt werden müsste. Zum Beispiel, auch dieser Spieler braucht noch Spielpraxis, gerade im letzten WM-Testspiel gegen die USA. Und da würde ich ganz klar auf Angelo Stiller setzen. Heißt, ich würde Stiller ebenfalls in der zweiten Hälfte einwechseln und zwar richtig für Pavlovic. Denn auch ein Stiller muss erst noch so richtig ins Team finden, was Taktik bzw. Zusammenspielen angeht. Für mich persönlich ist Stiller aber genau der richtige Spieler, der für einen Pavlovic kommen kann. Also für mich zählen Pavlovic und Mensah jetzt schon zu einem der besten Mittelfeldduo bei dieser Weltmeisterschaft. Wenn sie ihre Stärken jetzt zu 100% auf den Platz bekommen, ja dann werden wir viel Spaß mit Deutschland bei dieser Weltmeisterschaft 2026 haben. So, dann ab zur möglichen deutschen Offensive gegen die USA. Auch hier zählt, Einspielen ist aktuell das Wichtigste, eine Woche vor dem ersten WM-Gruppenspiel. Daher sollten auf jeden Fall Florian Wirtz, aber gerade auch Jamal Musiala von Anfang an gegen die USA spielen. Gerade Musiala braucht noch Spielpraxis, um sein richtiges Weltklasse-Potenzial wieder abrufen zu können. Und ja, Kai Havertz sehe ich persönlich, wenn im Mittelfeld, als vorne im Sturm. Natürlich hat Havertz ein mega Potenzial, keine Frage. Dennoch aber sprechen manche Zahlen, was die Startelf bei dieser WM angeht, schon nicht gerade für ihn im Gegensatz zu anderen deutschen Offensivspielern. In dieser Saison kam er für Arsenal in der Premier League bzw. Champions League auf insgesamt 18 Spiele. Dabei erzielte Havertz insgesamt 6 Tore wie 4 Torvorlagen. Klar, er war lange verletzt, okay. In der letzten Saison, also 24/25, spielte Havertz in der Liga bzw. Champions League 31 Mal für Arsenal. Dabei erzielte er 13 Tore wie 5 Torvorlagen. Und eines darf man auch nicht vergessen, das letzte wichtige Länderspiel für Deutschland spielte Havertz im Gruppenspiel der Nations League am 19.11.2024. Dazu halt zuletzt insgesamt 108 Minuten gegen die Schweiz bzw. Ghana. Und ja, 33 Tore von der Saison 2023/24 bis heute in 94 Spielen für Arsenal in der Premier League bzw. Champions League ist für mich persönlich, was die Stürmerposition bei dieser WM angeht, einfach zu wenig. Gerade wenn du einen Dennis Undaff oder auch Nick Woldemar hast, die nun mal auch gelernte Stürmer sind. Im offensiven Mittelfeld bzw. links oder rechts außen, klar, da hat Havertz das richtige Spielerpotenzial. Daher würde ich Kai Havertz jetzt gegen die USA auf jeden Fall mal in die Startelf setzen. Dass er weiter Spielminuten in der deutschen Nationalmannschaft sammeln kann, beziehungsweise ja, auch um sich zu zeigen. Dann
wäre es für mich aber genauso wichtig, dass Nagelsmann in der zweiten Hälfte Lennart Kahl einwechselt. Kahl hat ein super Spiel gegen Finnland gezeigt und gehört für mich auch in der deutschen WM-Startelf gegen Curaçao. Und ja, auch ein Lennart Kahl braucht Spielpraxis in der deutschen Nationalmannschaft. Daher sollte er meiner Meinung nach auf jeden Fall im letzten WM-Test gegen die USA auch seine Minuten bekommen. Also liebe WM-Fans, auf Lennart Kahl dürfen wir uns auf jeden Fall bei dieser WM mega freuen. Er hat echt das Zeug, um einer der Shootingstars bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft 2026 zu werden. Und wer hat gegen Finnland ebenfalls ein gutes Spiel gezeigt? Richtig, Maximilian Bayer. Gut, Bayer wurde zwar erst in der 61. Spielminute für den angeschlagenen Undav eingewechselt, aber in der restlichen Spielzeit hat Bayer schon angezeigt, gerade auch wegen seiner Schnelligkeit, aber auch Torgefahr, gerade zum Schluss mit seiner Doppeltorchance, dass er schon sehr wichtig werden kann für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Also ja, auch Bayer würde ich in der zweiten Hälfte nochmal Spielzeit geben, kurz vor dem ersten WM-Gruppenspiel. Jetzt heißt die Devise eigentlich nur noch, sich einspielen und ja, hoffentlich mit einem Sieg gegen die USA mit mega Selbstvertrauen in die WM zu gehen. Daher würde ich auch gegen die USA Nick Woldemade von Anfang an spielen lassen. Immerhin war Woldemade mit 4 Toren in der WM-Quali unser torgefährlichster Spieler. Aber ja, er braucht auch mal wieder ein Tor für sein Selbstvertrauen. Und das am besten jetzt gegen die USA. Denn auch Woldemade kann ein echt wichtiger Spieler für Deutschland bei dieser WM werden. Und was ein Nick Woldemade kann, das wissen wir alle. Aber ja, aber auch unser aktuell erfolgreichster deutscher Spieler, was auf jeden Fall Tore angeht, Dennis Undav, würde ich gegen die USA nochmal Spielminuten geben, wenn er zu 100% fit ist. Wenn ja, muss auch er nochmal ein bisschen Spielpraxis mit dem Team bekommen. Falls Undav aber nicht 100% fit ist nach dem Finnland-Spiel, klar, da muss er gegen die USA erstmal geschont werden. Denn aktuell ist für mich Dennis Undav zu 100% im Sturm gesetzt. Wer insgesamt 25 Tore, wie aber auch 14 Torvorlagen für den VfB Stuttgart 25-26 erzielt hat, ja, so einer muss auch in die deutsche WM-Startelf. Also ja, liebe WM-Freunde, selbst diese Deutschlandaufstellung hier gegen die USA kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Für Kai Havertz ist es jetzt wichtig, sich ins Team zu spielen, Spielpraxis zu sammeln. Und für Julian Nagelsmann wird es jetzt beim letzten WM-Testspiel wichtig sein, dass jede Position bzw. jeder Spieler mit seinem Spielkonzept und Taktik auch in die WM-Startelf passt. Dann bin ich mal gespannt, wie sieht denn deine Deutschland-WM-Startelf gegen Curaçao aus? Ab damit in die Kommentare. Also dann, viel Spaß bei Deutschland gegen USA, bleibt sportlich und wir sehen uns bei meiner nächsten Deutschland-WM-Prognose für das erste WM-Gruppenspiel gegen Curaçao. Also dann, tschüss!